Moin Moin zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Das Thema heute sind unsere Polster. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen hatten, aber wir wollen die auf jeden Fall einmal alle neu machen. Das heißt, ihr seht sie natürlich hier. Wir haben also das große, das für die Hundekoje nach hinten. Dann die Rückenlehnen und hier kannst du mal rauffilmen. Hier sieht man auch schon, also die lösen sich so langsam. Ich weiß nicht, ob da Rost dahinter ist oder einfach ein bisschen Gammel. Die sind natürlich auch sehr feucht, auch ein bisschen muffig, die sind jetzt auch schon uralt. Würden wir gerne einmal erneuern. Auf der anderen Seite haben wir quasi fast das gleiche, also das dritte große Polster mit der Rückenlehne. Und dann das Wichtigste natürlich, ich hoffe man sieht es. Ich nehme mal noch mal Licht mit. Kannst du einmal an mir vorbeifilmen. Wir haben natürlich hier vorne die Polster, also die beiden großen und hier hinten dieses kleine Stück, ne, womit wir diese Fläche dann haben. Und die wollen wir auf jeden Fall auch austauschen, weil ja, darauf schlafen wir natürlich. Aua! Ja, das war eigentlich unser Plan. Als wir das Video gedreht hatten, dachten wir, okay, wir wollen die Polster ja alle neu machen, also fragen wir euch, ob ihr einen Polsterer kennt. In der Zwischenzeit haben wir über Instagram, oder Emmy hat über Instagram mal so ein bisschen nachgefragt nach Tipps und Co., was ihr gemacht habt oder was man machen könnte. Ja, und Emmy erzählt jetzt erstmal, was wir so irgendwie von euch bekommen haben. Genau, also bei Instagram hatte ich einen kleinen Post gemacht. Ich weiß, es sind wahrscheinlich nicht alle bei Instagram, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir jetzt diese ganzen Tipps und Ideen, die da zusammengekommen sind, jetzt auch nochmal hier mit reinnehmen. Einfach weil wir selber gedacht haben bei den Ideen, ja, ist ja klar, natürlich könnte man das auch so machen. Da sind wir gar nicht drauf gekommen. Ich habe das so ein bisschen eingeteilt. Erstmal sage ich mal wirklich die Polster an sich. War zum Beispiel der Tipp, einfach wirklich eine Matratze zu kaufen und die dann mit so einem elektrischen Messer zuzuschneiden. Und da haben wir irgendwie gar nicht dran gedacht, dass man das natürlich auch einfach machen kann. Genau, und bei den Matratzen ist dann auch aufgefallen, dass es auf jeden Fall anscheinend wichtig ist, dass es kein Federkern hat, sondern halt Schaumstoff. Ich denke mal, das liegt auch zum größten Teil mit an Feuchtigkeit und das Federn sowas ja gerne mal aufnehmen. Das kennt man bestimmt auch von seiner Bettwäsche gut. Und genau, einige haben dann wiederum auch einfach so eine Kaltschaummatratze, bei eBay zum Beispiel auch ersteigert und ich glaube 15 cm war die hoch und da dann noch ein Topper von zum Beispiel Ikea einfach draufgelegt, natürlich auch alles zugeschnitten. Beim Topper war das ein Gelschaum, hatten viele, so zwischen 5 und 9 cm, je nachdem was man ja dann auch braucht an Härte oder Weichegrad. Und auch an Höhe, ne? Und auch an Höhe, genau. Ja, das war so das zum Thema Grundsubstanz. Wo ich zum Beispiel gar nicht so dran gedacht habe, ist natürlich auch der Unterbau, der natürlich super wichtig ist bezüglich Feuchtigkeit auch. Da gab es auch richtig coole Ideen. Ich weiß, einer hatte sich ein Lattenrost selbst gebaut aus diesem typischen Rollrost von Ikea. Und was man sonst auch machen kann, ist dieses Meshgewebe, also diese kleinen Maschen. Also ja, das gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich glaube, wir haben jetzt unter unseren Polstern was ziemlich dünnes, maschenartiges drunter, was wahrscheinlich nicht so viel bringt. Ja, das wirkt eher so wie so ein Netz, was an den Seiten mit Druckknöpfen ist, damit die Luken da drunter oder die Dinger da drunter nicht fautschen. Genau. Also, ja. Ja. Und dann, das fand ich super spannend, ich kannte das noch nicht, Tja kannte das schon, das nennt sich Calypso Schwingfedersystem. Das sind so einzelne Federelemente, die dann auf die Fläche geklebt werden. Da kann man dann natürlich richtig gut anpassen, gerade an diese Bootsflächen, die ja nicht immer diese Standardmaße haben. Das haben wir uns auch mal angeguckt. Ich hatte jetzt im Internet spontan so einen Preis im Kopf, ich glaube, da waren das 150 €, hatte ich gesehen. Ja. Für so ein System, wie viele von diesen Clips man dann nachher braucht, muss man ja dann mal schauen. Fand ich auf jeden Fall spannend, also da haben wir uns jetzt so noch nicht entschieden, wie wir den Unterbau gestalten, aber auf jeden Fall kommt da was zwischen. Ja. Dann gab es auch noch die Idee, dass man in die Holzauflage unter der Polsterung kleine Löcher reinmacht. Wir haben da sowieso in den Holz so, ja, weiß gar nicht, 3, 4 Löcher, damit man diesen Stauraum öffnen kann. Vielleicht zählt das ja schon. Genau. Und eine eigentlich coole Idee, aber wahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man das gut umsetzt.
Hat da auch jemand geschrieben, sich so einen PC-Lüfter einfach in den Unterbau einzubauen. Da kennst du dich besser aus mit PCs. Ja, aber müsste halt, also wir haben da so jetzt direkt keinen Strom. Ich weiß, wir haben links und rechts 2 Lampen, da müsste man dann halt gucken. Und ja, das ist, glaube ich, nachher so ein bisschen für Fortgeschrittene. Wir fangen erstmal an und erweitern können wir immer. Genau. Ja, und der Bezug, da werden wir wahrscheinlich einfach nicht drum rumkommen. Den haben natürlich viele oder eigentlich fast alle von euch selber genäht. Zumindest aus dem Instagram, aus der Umfrage. Wir sind beide wirklich überhaupt nicht gut im Nähen. Und ja, also nicht mega schlecht. Also ich hatte Nähen in der Schule. Ja, ich auch. In der Ausbildung. Aber also Nähen bei mir in der Schule ist halt tatsächlich auch schon 12 Jahre her, ja, oder 14. Nicht ganz so lange her. Also so alt bin ich noch nicht, aber es war, keine Ahnung, 5., 6. Werkenunterricht oder sowas. Also ich weiß, dass ich schon einiges genäht habe, aber ich weiß auch, dass mir das so gar keinen Spaß bringt. Also falls ihr richtig gute Nähtipps habt, um solche Bezüge zu nähen, dann wäre es natürlich auch schlau mit einem Reißverschluss wahrscheinlich, dass man die nicht, oder mit Klett vielleicht von unten. Zum Waschen und so, ne? Dass man die zum Waschen abnehmen kann oder ich habe auch gesehen, einige haben auch einfach so ein Gummi, was sich dann zusammenzieht, wie bei Jogging, Spannbettlaken. Genau, wie beim Spannbettlaken oder bei Jogginghosen einmal außenrum, dass man es halt nicht komplett, dass man es halt nicht komplett um die Schaumstoffmatratze rum macht, sondern halt nur oben quasi. Das wäre natürlich wahrscheinlich die einfachste Sache, bevor man da so einen Reißverschluss einnäht. Aber wir sind super gespannt auf die Kommentare, eure Ideen. Vielleicht kommen jetzt bei YouTube hier ja noch viel mehr Ideen dazu, dass es uns noch schwerer fällt, uns zu entscheiden. Ja. Und dann haben wir noch ein Thema, wir versuchen hier noch ein Bild irgendwie einzublenden, zum Thema Rückenlehnen. Wir haben ja bei uns auf den Sitzbänken dahinter Rückenlehnen, damit es für den Rücken bequem ist. Und die sind mit so kleinen Knöpfchen befestigt, das seht ihr auf dem Bild. Und da fehlen auch schon so 1, 2 Knöpfe und das wollen wir natürlich dann farblich auch anpassen an die neuen Bezüge. Da haben wir nur auch noch nicht so die Idee, ob man das einfach abmacht und dann neu bespannt. Also ja, also wir haben uns das System noch nicht angeguckt. Wahrscheinlich müssten wir es einmal losschrauben, um zu gucken, ob das hinten auf einer Holzplatte ist oder Kunststoffplatte, keine Ahnung. Und dann gucken, wie wir das dann austauschen können. Ja, diese kleinen Knöpfe, die da so schöne Falten reinmachen, müsste man ja auch nicht unbedingt nochmal machen. Das kann ja auch eine Fläche sein. Finde ich persönlich eigentlich schön. Ja, müssen wir gucken, wie es befestigt ist. Ne? Kann sein, dass das noch so alt ist, dass die halt die Schrauben verdecken, mit denen das Ding halt an der Wand hält. Ja, so, das müssen wir uns noch mal genauer angucken. Ja. Ja, genau. Also der eigentliche Plan war, wir machen hier ein kurzes 2-Minuten-Video, zeigen einmal so die Polster, welche Größe wir brauchen und fragen euch nach einem Polsterer hier in der Umgebung. Was auch immer noch gerne in die Kommentare darf, falls wir scheitern sollten. Ja, also wir sammeln dann sowieso Handwerker aller Art für alles Mögliche, um zu gucken, wo wir denn überall mal anfragen können. Aber wir haben jetzt erstmal entschieden, dass wir einen Großteil erstmal selber versuchen. Auch gerade halt vorne so, weil das ist halt das Wichtigste. Und dann seht ihr hier demnächst also, wie wir uns mal versuchen, irgendwie am Matratzen zu schneiden. Ja, also vorher stehen noch ein paar andere Sachen an, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal Thema werden. Ja. Genau. Und dann hoffen wir, jetzt ist ja, wenn ihr das seht, Samstag, dass ihr den Sturm gut überstanden habt und alles noch da ist, wo es sein soll. Wir hoffen auch. Die Plane wird es schon halten. Also, zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn ihr das seht, wissen wir das eigentlich schon, weil Freitag sind wir beim Boot. Genau, und ansonsten haben wir da noch jemanden in der Nähe, der da mal raufguckt. Also könnt ihr gerne bei Instagram jetzt am Samstag mal gucken, ob wir da etwas irgendwie posten, ob wir weggeflogen sind oder halt nicht. Ja, wir hoffen mal, dass wir da alle irgendwie das ganz gut überstehen. Genau. Guti, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es endlich mal wärmer wird und wir draußen was machen können, damit wir nicht immer nur rumsitzen und quatschen, sondern auch mal wieder arbeiten. Aber ich denke, das wird jetzt im Februar und spätestens im März schon ganz gut was werden.